Willst du mit ChatGPT schneller und leichter Deutsch lernen? Dann verpass nicht die 10 Tipps. Damit siehst du schnell Fortschritte. Schön, dass du wieder da bist. Heute spreche ich über ein Thema, das vielen von euch wichtig ist. Das merke ich an euren Nachrichten und Kommentaren. Ihr fragt mich oft, wie ihr dieses Programm nutzen könnt, um besser Deutsch zu sprechen. Nicht schwer und nicht theoretisch, sondern einfach im Alltag. Viele wissen, dass ein digitales Sprachwerkzeug helfen kann, aber oft ist nicht klar, wie man es richtig benutzt. Das ist ganz normal. Wenn man etwas Neues hat, muss man zuerst lernen, wie es funktioniert. Heute zeige ich dir genau das. Einfach und klar. Dieses Werkzeug kann jeden Tag an deiner Seite sein. Du kannst überall damit üben. Du brauchst kein Lehrbuch und keine Vorbereitung. Perfekte Grammatik ist auch nicht nötig. Schreib einfach einen Satz oder eine Frage und schon kannst du anfangen. Das Programm passt sich dir an. Du kannst langsam schreiben oder einfache Wörter nutzen. Heute gebe ich dir 10 Ideen, die sofort funktionieren. Egal, ob ihr A2, B1 seid oder gerade erst beginnt. Am Ende habt ihr kleine Übungen, die ihr jeden Tag nutzen könnt. Viele von euch fragen sich jetzt, was ist die erste Idee, die jeder nutzen kann, um sofort besser Deutsch zu sprechen? Wichtig ist, dass du zuerst genau weißt, welches Level du hast. Bist du A1, A2, B1 oder schon weiter? Das ist sehr wichtig. Du musst Wörter üben, die zu deinem Level passen. Wenn du A1 bist, brauchst du einfache Verben wie gehen, kommen, machen oder wohnen. Wenn du C1 bist, willst du vielleicht deinen Wortschatz erweitern und suchst schwierigere Verben wie analysieren, begründen oder entwickeln. Die erste Aufgabe ist also: Sag mir dein Level und bitte mich um die wichtigsten Verben für dieses Level. Das ist sehr leicht, aber es hat eine große Wirkung. Du bekommst Wörter, die du wirklich brauchst. Nicht zu viele und nicht zu schwere. So lernst du schneller und klarer. Danach kommt ein wichtiger Schritt. Dieser Schritt macht dein Deutsch viel flüssiger. Du kannst sagen: Bitte schreib mir einen kleinen Text mit diesen Verben. Das hilft dir, weil du die Verben nicht nur einzeln siehst, sondern in Sätzen. Du hörst, wie sie klingen, und du siehst, wie man sie benutzt. Das brauchen viele Lernende. Diesen Text kannst du jeden Tag lesen. Am besten laut. Morgens, abends oder in deiner Pause. Dann passiert etwas automatisch. Die Wörter bleiben in deinem Kopf. Du musst nicht mehr lange nachdenken. Du kennst die Verben und kannst sie schneller benutzen. So macht Deutschlernen Spaß. Aus einer kleinen Liste und einem kurzen Text entsteht echter Fortschritt, jeden Tag ein bisschen mehr. Und weißt du, was noch gut ist? Man kann das Gleiche auch mit Dialogen machen. Viele Menschen brauchen Deutsch in Alltagssituationen, beim Arzt, im Restaurant, im Supermarkt oder beim Friseur.
Oft wissen sie nicht, welche Wörter sie dort brauchen, aber man kann einfach fragen, welche Verben brauche ich beim Arzt? Wenn du willst, kannst du auch fragen, welche Sätze benutzt man beim Friseur? Dann bekommst du eine kleine und klare Liste. Danach kannst du dir einen kurzen Dialog schreiben lassen. Einen einfachen Dialog, den du wirklich nutzen kannst. Zum Beispiel ein Gespräch über eine Bestellung im Restaurant oder einen Termin beim Friseur. Diese kleinen Dialoge kannst du laut lesen und mehrmals üben. Du kannst sie auch verändern. So lernst du nicht nur einzelne Wörter, sondern ganze Sätze aus dem echten Leben. Das gibt dir Sicherheit. Mit jedem Dialog fühlst du dich ein bisschen wohler in der Sprache. So lernst du Schritt für Schritt zu sprechen, wie Menschen es wirklich tun. Und weißt du was? Genau das habe ich früher auch gemacht, als ich selbst Deutsch gelernt habe. Das empfehle ich auch all meinen Schülern. Erst lernst du die Verben, dann lässt du dir einen kleinen Text dazu schreiben. Dann übst du Dialoge aus dem Alltag. Und wenn du diese Dinge ein bisschen kennst und die Wörter vertrauter werden, kommt der dritte Schritt. Dieser Schritt ist wichtig, wenn du wirklich fließend sprechen willst. Du kannst nämlich sagen, dass du Fragen mit deinen Verben bekommen möchtest. Du antwortest dann darauf. Das ist sehr einfach, aber es ist auch sehr stark. Du machst aus deinem Lernpartner einen echten Gesprächspartner. Du wartest nicht mehr nur darauf, etwas auswendig zu lernen. Du wirst aktiv. Du musst sprechen. Du musst reagieren. Und genau das brauchst du im echten Leben. Du brauchst es im Job, im Café, beim Arzt oder im Alltag. Der Vorteil ist, dass die Fragen zu deinem Level passen. Wenn du einfache Fragen willst, bekommst du einfache Fragen. Wenn du längere Sätze willst, bekommst du längere Sätze. Du kannst sogar sagen, dass die Fragen wie im Restaurant oder im Supermarkt klingen sollen. Dann wird es wie ein kleines Rollenspiel. Du kannst das immer machen, egal wo du bist. Du hast keinen Stress und keine Angst. Sag einfach klar, welche Verben du übst. Zum Beispiel gehen, essen, kaufen oder arbeiten. Dann sagst du, dass du dazu 10 Fragen möchtest. Danach antwortest du laut. Es muss nicht perfekt sein. Du darfst Fehler machen. Du kannst später hören, wie es richtig klingt. Wenn du das ein paar Tage machst, wirst du merken, dass dein Kopf schneller wird. Du denkst weniger nach, du findest schneller die richtigen Wörter. Du sprichst natürlicher. Das ist fließendes Deutsch. Nicht perfekte Grammatik, sondern klare Kommunikation. Viele Lernende werden genau dadurch sicher. Du sprichst nicht nur über die Sprache, du benutzt sie. Das kannst du jeden Tag machen. Dafür brauchst du nur Mut, ein paar Verben und ein paar Fragen. So trainierst du echtes Deutsch, das du draußen wirklich brauchst. Und jeder kann das schaffen, Schritt für Schritt. Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Es ist wichtig,
dass du keine falschen Sätze immer wieder sagst. Wenn du Fehler jeden Tag benutzt, bleiben sie im Kopf. Deshalb ist ein kleiner Check sehr gut. Eine gute Methode dafür ist ein Tagebuch. Du kannst jeden Tag ein paar Sätze schreiben. Das kann jeder. Du kannst schreiben, was du heute gemacht hast. Wenn du die Vergangenheit übst, kannst du einfache Verben nehmen, wie gehen, machen, essen, arbeiten, treffen, schlafen, kaufen oder lernen. Daraus machst du kleine Sätze wie: Ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe Kaffee getrunken. Ich habe meine Freundin getroffen. Du kannst jeden Tag den gleichen Ablauf schreiben oder etwas Kleines aus deinem Tag. Ein Tagebuch muss nicht perfekt sein. Es muss nicht lang sein. Es muss nur ehrlich sein. Dann kannst du es prüfen lassen. Du bekommst Tipps, wie du deine Sätze besser machen kannst. Du bekommst keine Note, kein Falsch und keinen Druck. Du bekommst nur freundliche Hinweise, wie der Satz natürlicher klingt. So lernst du jeden Tag etwas. Nach einer Woche schreibst du viele Verben schon richtig. Nach 2 Wochen klingen deine Sätze flüssiger. Nach ein paar Monaten kannst du deinen ganzen Tag frei erzählen. Genau dieses kleine Tagebuch macht den größten Unterschied. Es wird zu deiner eigenen Lernroutine. Und diese Routine bringt dich jeden Tag weiter. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man viele Möglichkeiten hat, verliert man schnell den Überblick. Man kann Texte üben, Dialoge lesen, Verben trainieren oder ein Tagebuch schreiben. Viele Lernende sagen dann: Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Genau hier hilft ein einfacher Lernplan. Ein Plan muss nicht groß sein. 10 Minuten am Tag reichen. Das ist sehr effektiv. Ein kleiner Schritt jeden Tag ist besser als einmal pro Woche viel Stress. Regelmäßigkeit ist wichtiger als lange Lerneinheiten. Ein Lernplan kann so aussehen. Am ersten Tag übst du 10 wichtige Verben. Am zweiten Tag liest du einen kleinen Text mit diesen Verben. Am dritten Tag übst du einen kurzen Dialog. Am 4. Tag beantwortest du 5 Fragen. Am 5. Tag schreibst du einen kleinen Tagebuchsatz. Am 6. Tag lässt du deine Fehler prüfen. Am 7. Tag schreibst du eine kurze Zusammenfassung deiner Woche. Das ist sehr einfach, aber es funktioniert gut. Du musst nicht überlegen, was du heute übst. Der Plan sagt dir jeden Tag: Mach nur diesen kleinen Schritt. Und das machst du dann. Du kannst deinen Plan auch anpassen. Wenn du mehr sprechen willst, bekommst du einen Sprechplan. Wenn du die Vergangenheit üben willst, bekommst du einen Plan dafür. Und wenn du wenig Zeit hast, kannst du sogar einen 5-Minuten-Plan nutzen. Ein Plan gibt dir auch ein gutes Gefühl. Du siehst nach einer Woche, dass du 7 kleine Schritte gemacht hast. Nach einem Monat merkst du, dass du neue Wörter benutzt. Das motiviert und hilft dir auch an Tagen, an denen du müde bist. Ein klarer Plan macht das Lernen leichter. Du folgst ihm einfach und kommst Schritt für Schritt weiter.
Ich möchte dir jetzt eine kleine Aufgabe geben, die dir wirklich hilft. Schreib einmal auf, was du morgen machen wirst. Es müssen keine langen oder perfekten Sätze sein. Einfache Sätze reichen völlig. Zum Beispiel: Morgen gehe ich zur Arbeit. Morgen kaufe ich Brot. Morgen treffe ich einen Freund. Morgen mache ich Sport. So übst du die Zukunftsform und viele wichtige Verben. Schreib ungefähr 200 Wörter in die Kommentare. Das klingt vielleicht viel, aber das ist gut. So kommst du ins Schreiben und denkst mehr auf Deutsch. Du kannst erzählen, was du morgens machst, was du am Nachmittag planst und wie dein Abend aussieht. Du kannst auch schreiben, welche Wörter dir schwer fallen oder welche Situationen du üben möchtest. Das Schöne ist, wir können uns gegenseitig helfen. Du kannst die Texte der anderen lesen und etwas dazulernen. Ich kann dir Hinweise geben, wie ein Satz natürlicher klingt. Und viele Lernende freuen sich, wenn sie deinen Text lesen dürfen. So entsteht eine kleine Lerngruppe und jeder wird ein bisschen besser. Auch trau dich. Schreib deinen morgigen Tag in die Kommentare. Ich freue mich auf deinen Text. Heute war das eine sehr hilfreiche Folge. Du siehst, wie viele einfache Wege es gibt, jeden Tag Deutsch zu üben. Und das ganz ohne Stress. Du kannst Verben lernen, Dialoge sprechen, Fragen beantworten, Texte schreiben oder deine Fehler prüfen lassen. Du kannst dir sogar einen eigenen Lernplan machen lassen. So fühlt sich Lernen nicht schwer an. Es wird ein Teil deines Tages. Und genau das macht es leicht, jeden Tag weiterzumachen. Viele merken gar nicht, wie schnell sie besser werden können. Kleine Schritte bringen große Veränderungen. Fang einfach an. Mach es dir leicht. Nutze die Möglichkeiten, die du hast. Schon 10 Minuten am Tag können dein Deutsch verändern. Und das ist vielleicht die wichtigste Idee. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur anfangen. Jeder kleine Satz bringt dich weiter. Wenn du Verben lernst, sie im Text wiederholst, sie im Dialog benutzt und später in Gesprächen antwortest, wird Deutsch ein Teil von dir. Dann macht Lernen plötzlich Spaß. Mach dir keinen Druck. Nutze einfache Übungen. Nutze kleine Schritte. So kommst du sicher weiter. Danke, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Folge.